Hallo und willkommen auf unserem YouTube-Kanal. In dem ersten Clip jetzt wollen wir versuchen, euch ein bisschen den Cover näher zu bringen in der geschlossenen Distanz, wenn uns jemand greift und schlagen wird. Okay, die erste Situation, unser Angreifer geht zu unserem Hals, ja, und das erste, was wir natürlich machen sollten, wir versuchen unsere Hände nach oben zu nehmen, ja. Also wahrscheinlich hat man nicht sehr viel Zeit zu deeskalieren, sondern man muss relativ schnell reagieren. Der Cover hat den Vorteil, ich weiß aus der kurzen Distanz nicht, ob er gerade oder rund schlagt, ob er mir einen Kopfstoß gibt, und so habe ich quasi so eine Universallösung auch da, damit ich da die Kontrolle oben habe. Also wir haben hier den Cover, das heißt wir haben da wie ein Dreieck, das ist sehr stabil. Die Hand ist da am Kopf, damit kann man uns den Cover nicht wegreißen, das heißt wenn er da ist, kann man ihn relativ leicht wegziehen. Und dann die zweite Hand geht dann wieder so drüber, so quer, und wir haben dann so wie eine Pyramide, so ein Dreieck hier, ein Dreieck vor meinem Kopf und ein Dreieck auf der Seite. Dadurch kriege ich eine relativ stabile Position. Es hat natürlich einige Lücken, aber ich kann einfach auch da mit dem Körper mitgehen mit dem Kopf und quasi den Angriffswinkel auch dadurch blockieren. Das heißt, wenn man uns zum Beispiel jetzt schlagen würde, kommt jetzt mit einem runden Angriff, bin ich auch sehr gut in der Position. Kommt er gerade zum Beispiel, kann ich da sehr einfach meinen Körper so einnehmen und habe da wieder die Blockade und stoppt da den Angriff. Jetzt haben wir versucht, da 3 Variationen zu machen. Die erste Variation ist, dass wir kontrollieren, das machen wir dann eine Würgetechnik. Die zweite Technik wäre dann, dass wir einen Boden kriegen mit einer Beinmanipulation, und die dritte Technik ist, dass wir sofort kontern und aggressiv zurückschlagen. Ja? Also wir fangen jetzt dann mit der ersten Technik, mit der Manipulation und der Kontrolltechnik, das heißt der Schlagton, und wir sind in der Position. Jetzt ist unsere Idee natürlich, dass wir sofort versuchen reinzugehen. Die Hand stellt mir jetzt im ersten Moment nicht. Ich versuche den Griff so zu lösen, dass ich sage, ich schlage mir mit der offenen Hand die Näherhand zum Kopf und drehe mich dort zur Seite und greife diesen Arm da. Ja, damit habe ich wieder Kontrolle über seine Bewegung. Was wir jetzt machen, wir schirmen einfach den Arm zur Seite, drücken den Kopf in die Richtung, damit manipuliere ich seinen Körper, und wichtig ist natürlich auch für mich, dass ich da nach hinten steige. Rutsche dann nach oben und ziehe leicht ein bisschen den Kopf nach oben. Jetzt rutschen wir mit unserer Hand ganz durch und schauen, dass wir die Würgetechnik so machen, dass der Ellbogen noch vorsteht und da direkt auf der Karotte mit unseren Unterarmen sind. Die nächste Bewegung ist der Mattaleone, das heißt wir gehen da, greifen da unseren Bizeps und rutschen da noch vor. Was wir erreichen wollen ist, dass wir wie Schlinge um den Hals gehen. Um den Griff nochmal zu verstärken und er uns nicht so einfach jetzt die Finger attackieren kann, weil er einen Griff lösen kann, machen wir da einfach eine Faust, kriegen da nochmal mehr Druck zusammen beim Griff und stellen uns seitlich. Ja, seitlich hat den Vorteil, dass er uns nicht so leicht aufheben kann. Wenn ich so frontal stehe, kann er relativ leicht nach vorne heben, so wie mehr Gewicht nach hinten, und gleichzeitig kann er besser manipulieren, wenn der Griff nicht gut funktioniert. Das heißt, ich bin in der Position, bin da und würge jetzt ab. Ja? Und dann warten wir, bis er wirkt. Also wir haben 3 Variationen angeboten, damit man sieht, dass man jetzt nicht nur kontern und schlagen. In manchen Situationen ist es vielleicht besser, wenn man das so löst. Ja, aber es ist sehr individuell. Also er greift nochmal an, er kommt da damit mit der Würgetechnik, da sieht man das besser. Ich versuche sofort raufzugehen, er schlagt, ist dann in der Position. Die Flachhand ist natürlich ein guter Schlager, damit ich mir lösen kann, damit macht er eine Bewegung zur Seite, Touch. Wir sind da, gehen nach hinten, Kopf ist nach oben. Jetzt rutsche ich mit meiner zweiten Hand ein, kriege da einen Eingang und bin jetzt in der ersten Phase mal da. Dann schließe ich dann, greife meinen Bizeps und rutsche da so nach vor. Jetzt habe ich diesen Griff da, das ist ein Mattaleone, und jetzt mache ich da nochmal zu und breche mich relativ eng an und stehe seitlich zu ihr. Wenn er jetzt natürlich den Genitalbereich schlagen kann und so weiter, ist es natürlich möglich alles,
aber jetzt gehen wir davon aus, dass wir ihn abwürgen wollen. Wenn ich merke, dass er im Genitalbereich geht, dann kann ich da nach unten gehen und versuche da natürlich auch mehr zu kontrollieren und da auch wieder eine Chance, dass ich ihn besser kontrollieren. Und die nächste Variante wäre also selbe Situation. Er schlagt wieder, wir sind in der Position, jetzt wollen wir ihn am Boden bringen. Ja, wir versuchen also keine Hüftwürfe oder etc. Wir versuchen ihn durch unsere Manipulation der Beine am Boden zu bringen. Das nächste ist, was wir jetzt machen aus der Position, auch wieder öffnen und stellen gleichzeitig ein gegenüberliegenden Bein auf sein vorderes Bein und schieben da auf die Seite. Ja, das kann ich relativ ruckartig machen und bringen ihn relativ easy in eine gute Position. Am besten ist natürlich, wenn die Beine, so wie man jetzt sieht, die kreuzen, hat da die Position. Jetzt habe ich einmal das Gleichgewicht gebrochen und aus dem Gleichgewichtsbruch ist es relativ easy zu werfen. Das heißt, ich nehme das Bein, bringe mehr Gewicht auf mein anderes Bein und schiebe gleichzeitig auch wieder weg und kann da besser. Jetzt habe ich da eine gute Position mit dem Knie, möglicherweise auch da zum Brustkorb und von da kann ich natürlich auch sehr gut von oben schlagen, wenn ich das mag. Ja, das ist aber von der anderen Seite. Also, der Angriff kommt, Hände nach oben, wir sind da, jetzt aufmachen, davor und dann da in eine gute Position bringen. Jetzt ist es schwierig, wenn er das Gleichgewicht gebrochen hat, dann ist es schon schwierig für ihn zu kontern und aus der Position das Bein so in die Richtung fegen, gehen relativ gut nach unten, sind jetzt da in der Position. Entweder bringen wir ihn in Distanz oder ich kann ihn von oben schlagen. Es ist nicht viel Kraft notwendig für das heißt, ich muss stoßen, muss das Bein trappen und muss das Gleichgewicht brechen und dadurch ist das Fegen viel einfacher. Wichtig ist natürlich zu verstehen, wie das funktioniert. Wenn ich da das Gewicht das hintere Bein kriege, ist das leichter zu fegen. Ist mehr Gewicht am vorderen Bein, ist das schwieriger zu wegziehen und darum versuchen wir den Gleichgewichtsbruch so zu machen, dass wir das Gewicht aufs andere Bein bringen und können besser fegen. Ja, das wäre die zweite Technik. Die dritte Variation ist jetzt ein bisschen aggressiver, das heißt, wir kontern sofort. Der Einstieg ist immer wieder der gleiche. Wir nutzen unseren Universalcover quasi. Und jetzt die nächste ist, wir greifen zum Kopf. Ja, das hat den Vorteil, dass er seinen Kopf immer mehr wegbewegen kann. Ja, wenn ich noch so direkt hingehe, habe ich natürlich den Nachteil, wenn ich zum Beispiel einen Kopfstoß mache und er geht nach vorne mit seinem Kopf, kann ich direkt mit meiner Nase draufschlagen. Wenn ich es seitlich habe, öffne ich mir dort quasi ein Fenster und kann direkt draufgehen. Ja, das heißt, er kommt da in der Rückentechnik, er kommt so, er greift und jetzt geht er da direkt zum Kopf. Mit dem Kopfstoß löse ich auch den Griff normal. Jetzt kommt der Ellbogen, Kniestoß, jetzt komme ich da von unten, greife das Gesicht, im Prinzip ist es egal, wo ich greife und habe da nochmal eine Nackenmanipulation. Ja? Das kann ich nicht durchziehen, bis er dann am Boden fällt, das heißt, würde dann so ein Wurf haben, oder man ist in der Position reicht dann wieder, dass er schlagen kann. Ja, dann haben wir es von der Seite, er kommt von da, boom, wir gehen da noch vor, Kopfstoß, direkt von da zum Kopf, wieder kontrollieren, Kniestoß, dann geht der Kopf nach unten. Damit schaffen wir da wieder eine gute Position. Da kontrolliere ich mit der zweiten Hand den Nacken. Und jetzt steige ich aus, damit ich genug Power habe, auch diese Nackenmanipulation zu machen. Okay, also nochmal die Seite. Covern, ganz wichtig. Davor, Ellbogen, Knie, einsteigen, Position verändern. Ja, das war die dritte Technik. Ja, wir versuchen jetzt dann noch mehr von diesen Clips zu machen und wenn ihr Spaß habt, dann, wie gesagt, vielleicht tut es uns liken und sharen. Ja, danke fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns irgendwann einmal bei einem Seminar oder bei uns im Studio. Danke.